Hi guys, I'm showing you a monoprint I have laying around here. I made with my GelliPlate. It is not really something special, but it's always worth using it as a background, isn't it? So, and cut it apart a third and two-thirds the size, and I thought using it like this on cards, perfect. So I have two cards covered. And that's how I start. I won't layer it or mat it with something just on the card because it has this white edge, and that's absolutely okay. I will put some of this cardboard, or not cardboard, craft card tags on both of them as a feature. I only will show you one actually. Start here with two, but I have actually show you one finished card. So I put some gesso here on my craft card tags just to make them look a bit more distressed and lighter. And then I go on with stamping. I have this script stamp here, use black acrylic ink and stamp it then on the prints. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Karte zeigen. Ich habe immer so diese GelliPlate Prints, die habe ich hier liegen. Habe ich letztens schon mal gesagt, ich bewahre die alle auf, auch wenn sie nicht so schön sind, perfekt sind, dann müssen sie auch gar nicht sein. Die war jetzt hier gar nicht so übel, aber eben, ja, nichts, wo ich jetzt dachte, Mensch, die kann man für bestimmte Dinge benutzen, irgendwie nichts Besonderes und hat kein Muster drauf, nichts. Also dann habe ich mir immer gedacht, für einen Hintergrund reicht es immer noch. Und das mache ich jetzt gerade. Ich mache die ein bisschen schicker. Ich habe erstmal durchgeschnitten in Drittel und Zweidrittel von der Größe her, und ihr habt gesehen, wie ich die dann auf die Karte legen will. Habe mir zwei Kraftkarten, also hier diese Karton-Tags genommen, bisschen Gesso drauf, einfach um die ein bisschen distresser zu machen und auch heller, und mache die hier jetzt genau in diese Mitte rein. Und dann fange ich hier bei dem an und zeichne. Und zwar mache ich das mit Kreide, habe ich euch letztens schon mal gezeigt. Das mache ich ganz gerne, wenn ich so einen sehr unruhigen Hintergrund sowieso schon habe, und mit Bleistift wird das nichts bringen, weil ich kann es nicht wieder wegradieren, und da ist so ein Stück Kreide immer ganz gut. Ich habe verschiedene Farben hier. Im dunklen Hintergrund nehme ich dann die weiße Kreide, und für einen hellen Hintergrund nehme ich dann farbige Kreide. So, und ich wollte das hier mit so einer Nadelflasche machen in schwarz, aber irgendwie habe ich dann doch eine viel zu breite Spitze genommen. Ich habe dünnere, ja, aber ja, habe dann schon blöd angefangen, aber das macht nichts. Ich bin ja so der Typ, ich nehme dann das, was ich kriege. Also ich habe da jetzt nicht so ein Riesenproblem mit. Ich fand das ganz gut. Und ja, scribble hier so ein Raben hin oder eine Krähe. Krähe oder Raben, sucht euch was aus, mir egal. Und ja, und jetzt lasse ich die so ein bisschen antrocknen, und dann fange ich an mit einem Pinsel, so das in die Mitte zu ziehen, und gehe dann hinterher noch mit Weiß rein, dass ich dann mehr so ein Grau habe, eben auch für die helleren Schichten. Und unten hier zwischen den Beinen, seht, da bin ich einfach zu tief runter. Das mache ich hinterher nochmal weg, könnt ihr nachher sehen. Das war noch nicht trocken, das kann man da immer ganz gut noch entfernen. So you could see, after I glued the tag down, I started here with a needle bottle. A bit of stenciling, you could see that, but yeah, what should I explain about that? But the needle bottle, I have different needles for that, and I should have used a very tiny hole, but I didn't. And you could see the lines were far too big, not as I planned it, but it doesn't matter, you know. I let the lines here dry a bit, and then I use my brush and pull the lines, the wet paint from the lines into the middle. And I will use some whites to have highlights. Here that was far too low, and it had very long low body that looked awful, so but it was still wet enough I could remove it and go on here. And of course it is a very abstract crow, a very abstract one, so it's definitely not a realistic one, and it wasn't my intention to do so. And my intention actually was to have a very fine needle point thing,
and have only few sketchy lines. That was my intention, but it didn't work, and I had to work around my plan. It doesn't matter. Work with what you get. That's what I always say. Nothing is lost. Nothing. Whatever it is, work your way around it. I'm using here a bit of white Posca pen just for some scribbly lines, but I will go over with very diluted black to tone them down. They are too white, absolutely screaming into your face, and a bit of very diluted black acrylic paint, watered down, with water diluted, will do the job. Ich habe dann hier, wie ihr gesehen habt, noch weiße Posca-Sketchy-Linien reingemacht. Das war okay, die waren mir nur zu weiß. Aber das ist ja kein Thema. Ich benutze hier ganz, ganz, ganz dünn aufgelöst in Wasser schwarze Farbe. Und dann gehe ich nochmal drüber, einfach um die weißen Linien ein bisschen zurückzudrängen. Und das funktioniert gut, wie ihr hier sehen könnt. Noch ein kleines bisschen mit dem Pancinella hier als Stencil, als Schablone, ein paar Punkte rein. Und jetzt kommt nur das Wort, und zwar Nest. Und es wird dann eine Kränennest. Kränennest, kennt ihr das Wort? Das ist so aus der Schifffahrt, dieser Ausguck oben, den nannte man Kränennest. Kam mir so in den Sinn. Hat überhaupt keinen Zusammenhang, aber es kam mir so in den Sinn. Und ich schreibe das hier so ein bisschen, das erinnert mich an den Film Cohn. Ja, auch so ein bisschen gruselig, die Schriftart, ja. Okay. I put the word nest in, and we call the crow nest. Crow nest, do you call that? On ships, this lookout thing on the old ships in the past, they had this lookout on the top. So that's what we call, or in the German, I think in English maritime you say it as well. I can't remember. It doesn't matter. You know what I mean. And I wrote it in a way that it looks a bit like in the film Corn. So the font, or the way I wrote it down. So I find it quite good. So it's scary, gruselig. But that's last thing. A bit of white here in the wood, just to match the crow a bit with the white lines. And now the close-up is coming already. So I say thanks so very much for watching, guys. I hope you liked it. So please leave me a thumbs up, and comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But please be careful, stay healthy, and never forget, always be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es auch ein bisschen arg abstrakt ist für eine Karte, aber ich habe Leute, die lieben sowas. Und wie gesagt, danke fürs Schauen. Ich hoffe, ich sehe euch also Daumen hoch wäre super, super lieb, und über einen Kommentar würde ich mich freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder in meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit, aber bitte passt gut auf euch auf, bleibt bitte gesund und vergesst niemals immer kreativ bleiben. Also bis dann, macht's gut, tschüssi!